Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass ich finde, wenn irgendetwas extrem ist, sei es Politik oder was auch immer, extrem in irgendeiner Weise, ist es eine schlechte Sache. Ich denke, Dinge müssen ausgewogen und moderat sein, weil alles Extreme ist nicht gut. Es verschließt Dinge, verschließt den Geist, verschließt vor dem Lernen. Wir müssen aufgeschlossen sein. Also auf seltsame Weise lernen und wachsen wir durch Konflikte, durch Aufregungen. Wir verstehen, dass dies nicht der richtige Weg ist. Und hoffentlich werden wir diese Botschaft begreifen, nämlich dass menschliches Leben kostbar ist. Und egal wo es ist, ob auf einem Schlachtfeld oder in einem politischen Gerichtssaal, wo auch immer es sein mag, Leben sind kostbar und das müssen wir erkennen. Ich möchte den Champion James M. Prague wieder in der Show begrüßen. Danke, wegen dir. Wo die Show begann, dass du einer der besten Gastgeber warst, die ich in den letzten Jahren interviewt habe, weil du so engagiert bist und Wissen und Weisheit darüber hast und Bildung. Es ist wirklich wunderbar, mit jemandem zu sprechen, der das versteht. Aber weißt du was, Jim, das schätze ich wirklich sehr. Das bedeutet mir viel. Besonders von jemandem wie dir, der ebenfalls ein Füllhorn an Wissen und Erfahrung in diesem Bereich ist. Ich denke, wir beide versuchen, etwas Licht in die Welt zu bringen. Also, ich schätze das wirklich, mein Freund. Ja. Und du hast vorhin über unser letztes Gespräch gesprochen, bevor wir angefangen haben, hat ein bisschen Feuer gefangen. Die Leute haben es genossen. Ja, ich habe eine Tour durch Europa gemacht und in jedem Land, in dem ich war, kamen Leute auf mich zu und sagten, dass sie dich bei Next Level gehört haben, den Podcast gesehen haben, der wirklich großartig war und dass du und Alex großartig seid. Etwa 20 Leute kamen während dieser Tour in verschiedenen Orten auf mich zu und sagten mir, dass sie gerade deinen Podcast gehört haben. Natürlich weiß ich nicht, wo sie landen, aber viele Leute hören deine Podcasts aus der ganzen Welt. Genau wie du mache ich das einfach. Ich weiß auch nicht, wo sie landen. Sie sind Werkzeuge des Universums, die nach Belieben genutzt werden. Im Grunde genommen hört derjenige, der sie braucht, die Unterhaltung. Meine Aufgabe ist es nur, sie in die Welt zu setzen, was auch immer damit passiert. James, das Erste, worüber ich in diesem Gespräch sprechen wollte, ist, dass ich immer wieder kontaktiert werde von meiner Gemeinschaft, wenn du so willst, über das, was im Ausland passiert. Die Gewalt, die Kriege, die Konflikte, die gerade stattfinden. Und die Leute in unserer Show reden immer über den großen Wandel der Menschheit. Unser Bewusstsein steigt, all diese Dinge, und das ist alles wahr. Und ich denke, beide Dinge müssen irgendwie gleichzeitig passieren. Aus meiner persönlichen Sicht. Kannst du ein bisschen darüber sprechen, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung und deiner Verbindung, die ich nicht habe, zur anderen Seite, warum das alles gerade jetzt passiert? Nun, das ist eine gute Frage. Es ist in gewisser Hinsicht eine Herausforderung, denn aus spiritueller Perspektive müssen wir uns daran erinnern, dass die Erde eine Schule für die Seelen ist. Eine Schule, in der wir wachsen und uns entfalten. Und wir kehren hierher zurück. Es ist wichtig, dies zu erkennen. Wir alle kommen hierher zurück auf verschiedenen Seelenebenen. Ob es nun eine junge Seele ist, die denkt, dass Macht, Geld und Krieg alles sind, oder fortgeschrittene Seelen, die Lichtarbeiter und Heiler sind und versuchen, Liebe und Mitgefühl zu bringen. Und dann gibt es natürlich die mittleren Seelen, die noch versuchen, alles zu verstehen. Wenn man also einen solchen Raum hat, wenn man eine solche Schule hat, wird es zwangsläufig verschiedene Szenarien und verschiedene Dramen geben, verschiedene Dinge, die sich abspielen und gelöst werden müssen. Es geht also um Wachstum und es geht um Evolution und Transformation. Und es ist nicht nur die persönliche Transformation für jede unserer Seelen hier. Dies ist ein Ort zum Lernen und Wachsen und um Mitgefühl, Verständnis, Geduld auf verschiedene Weisen zu zeigen. Und nicht nur für uns als einzelne Seele, sondern als Seelengruppe. Und es gibt auch Karma. Das heißt, wir könnten persönliches Karma haben, unser Länderkarma, unser Weltkarma. Offensichtlich haben diese Konfliktorte gerade ihr eigenes Karma. Also versucht man, diese Dinge zu klären. Ja, es gibt keine einfache Antwort, weil so viele Aspekte hier eine Rolle spielen. Ich denke, dass es wirklich darauf ankommt, wenn irgendetwas extrem ist, sei es Politik oder was auch immer. Extremismus in irgendeiner Form ist eine schlechte Sache. Die Dinge müssen ausgeglichen und moderat sein, da alles Extreme nicht gut ist. Es verschließt Dinge, verschließt den Geist, verschließt uns vor dem Lernen. Wir müssen offen sein. Auf seltsame Weise lernen und wachsen wir durch Konflikte und Unruhen. Wir verstehen, dass dies nicht der richtige Weg ist. Und hoffentlich werden wir diese Botschaft begreifen, nämlich dass menschliches Leben kostbar ist. Egal wo, ob auf dem Schlachtfeld oder im politischen Gerichtssaal, wo auch immer, Leben
sind kostbar. Und das müssen wir erkennen. Wir müssen auch erkennen, Alex, dass das größere Bild ist, dass wir alle verbunden sind, nicht getrennt. In dieser dreidimensionalen Welt haben wir die Illusion, dass wir getrennt sind. Doch das stimmt nicht. Wir sind alle zusammen. Das ist das Wissen. Wenn wir hierher zurückkommen, können wir das Tal des Vergessens nicht sehen. Denn die Dinge sind nicht einfach voneinander getrennt, sondern tatsächlich zusammen. Was einer tut, sei es Gedanke, Wort oder Tat, beeinflusst eine andere Person und uns alle. Jeder von uns wird davon beeinflusst, weshalb wir alle auf dieser menschlichen Ebene betroffen sind. Wir fühlen es, weil es in unserem Wesen ein Teil von uns ist und wir wollen unser Bestes geben. Es ist also ein Spielplatz hier. Wir versuchen, unser Bestes zu geben. Oft fragen mich Leute, was sie tun können. Ich sage, um einen Makrokosmos zu verändern, muss man zuerst den Mikrokosmos verändern. Wir müssen ändern, was in deinem eigenen Leben vor sich geht. Konflikte und Menschen existieren in deiner eigenen Welt. Du hast bewiesen, dass Handlungen im Kleinen den großen Zusammenhang beeinflussen. Dieser Podcast wird viele Menschen erreichen und sie auf subtile Weise beeinflussen. Vielleicht bewusst oder auf anderer Ebene, um entsprechend zu handeln. Es zwingt die Menschen, in sich selbst zu reflektieren und Fragen zu stellen. Was geschieht mit der Welt? Was geschieht mit mir in dieser Welt? Was kann ich tun? Wie kann ich mitfühlender sein in meinem eigenen Leben? Es stellt diese Fragen, aber es geht um Transformation, Wachstum, Veränderung und es ist schrecklich anzusehen. Aber ich denke auch, dass es keinen anderen Ort gibt, der das tun würde. Es gibt keine andere Schule in den Galaxien, die ich kenne, die diesen Grad an freiem Willen hat, diese Art von unterschiedlichen Seelenebenen. Natürlich könnte es sie geben. Ich bin vielleicht natürlich durch mein Wissen begrenzt. Aber diese Erdenschule ist eine, in der Konflikte ausgetragen werden. Wir wachsen am meisten in vielerlei Hinsicht. Und für mich ist es so, wenn man etwas gelernt hat, vergisst man es nicht. Zum Beispiel, wenn man als Kind lernt, dass ein rotes Licht bedeutet, dass man nicht über die Straße gehen darf. Das bleibt im Gedächtnis. Wir verlernen nicht, sondern machen Fortschritte. Es gibt also keinen Rückschritt, nur Fortschritt. Also ich hoffe für die Menschheit, dass wir uns von diesem und von Konflikt zu Konflikt weiterentwickeln werden. Als ich all diese Konflikte in der Welt zum ersten Mal sah, war mein erster Gedanke oder das erste Gefühl, dass es sich so archaisch anfühlt. Es fühlt sich so alt an, diese Art von Kämpfen. Es scheint so lange her zu sein, es gehört nicht mehr hierher. Wir haben ein anderes Bewusstseinsniveau erreicht und es erscheint mir so rückständig. Was denkst du? Ich stimme dir zu 100% zu. Als ich sah, was auf der anderen Seite der Welt geschah. Ich sagte nur zu mir selbst, wirklich? Passiert das immer noch? Einige dieser Konflikte sind tausende Jahre alt. Ich denke mir wirklich, ist das Lied, das wir immer noch spielen nach all diesen Jahren? Aber ich glaube, dass die Wunde, um zu heilen, ans Licht gebracht werden muss und man muss sie aus dem Dreck graben, wenn du so willst. Und das habe ich gesehen in den letzten 10 Jahren hier in den Staaten, wo Rassismus war schon immer hier in den Vereinigten Staaten. Er war schon immer hier, aber er war sehr leise, er war sehr subtil, er war sehr gedämpft. Man hörte ihn in einer Ecke, man hörte ihn auf einer Party. Man würde nicht in sein Geschäft gehen und ein rassistisches T-Shirt tragen oder es offen zur Schau stellen. In den letzten 10 Jahren, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in den 80ern hätte man nie die Dinge gehört, die jetzt öffentlich im Radio gesagt werden. Dinge, die gesagt werden, aber um zu heilen, müssen sie ans Licht gebracht werden. Alle sagen, das ist nicht mehr, wer wir sein wollen. Es stimmt. Der erste Schritt zur Heilung ist das Bewusstsein. Man muss diesen Schmutz an die Oberfläche bringen, um ihn anzusehen, sich dessen bewusst zu werden und geheilt zu werden. Und ich denke, das geht Hand in Hand mit. Und ich sage das oft jeden Tag zu meinen Freunden dieser neuen Welt, die ich nicht verstehe. Ich schreibe gerade ein Buch über die alte und die neue Welt. Und ich denke, ein großer Teil davon spielt in die sozialen Medien hinein. Ein großes Thema. Ich denke, dass viele Leute das Bedürfnis haben, ihre 15 Minuten Ruhm zu erlangen. Ob es durch soziale Medien geschieht, ob sie woke sind oder in politischen Angelegenheiten. Jeder möchte irgendwie anerkannt werden. Soziale Medien haben damit begonnen, denke ich. Influencer, die ich immer noch nicht ganz verstehe, streben danach, andere zu beeinflussen. Sie wollen Anerkennung und Sichtbarkeit. Im Gegensatz dazu sind wir ohne soziale Medien aufgewachsen. Es scheint, als könne man einfach auf den Zug aufspringen und Dinge ohne jegliches Gefühl für Integrität und Verantwortung verkünden. Und das ist wirklich, wir müssen für unsere Worte und das, was wir da draußen verbreiten, verantwortlich sein. Ich denke,
Extremismus ist nicht gut. Ich denke, ich werde einfach müde von diesem Woke-Ding und wir müssen das tun. Und politisch korrekt, lasst uns einfach einander als Menschen behandeln, weil darum geht es. Trennt die Leute nicht ab. Wir sind alle zusammen. Teilt Menschen nicht. Ich stimme dir voll und ganz zu, James. Auch ich war von Anfang an beim Social-Media-Boom dabei, als Facebook noch in den Kinderschuhen steckte. Selbst MySpace war damals schon ein Thema. Ich war im Dialog. Machst du Witze? Ich sprach gerade AOL, CompuServe und Earthlink. All diese Sachen. Prodigy. Ja, ich weiß, oder? Ich gehe direkt zurück. Aber speziell als soziale Medien mit MySpace und Twitter und Facebook und all diesen Dingen aufkamen. Das Verlangen nach Aufmerksamkeit wächst stetig, doch ich sehe, wie die Menschen langsam ausbrennen. Ich glaube, dass die Generation, die dies erlebt, wenn sie in unserem Alter sind, nicht mehr die heutigen Influencer sein werden. Die heutigen 20-Jährigen werden in 40 Jahren wohl nicht mehr dem Influencer-Wahn verfallen, wenn sie 60 sind. Ich denke, diese Generation muss durch diese Erfahrung gehen, da es hauptsächlich um Ego und Angst geht. Es geht darum, Bestätigung zu finden. Es basiert alles auf Angst. Aber wir müssen irgendwie durch all das hindurch, um davon wegzukommen. Und ich möchte betonen, dass viele Menschen nicht realisieren, dass wir wahrscheinlich in der größten Friedenszeit der Menschheit leben. Wirklich, in den letzten 5000 bis 7000 Jahren. Ich weiß, es ist schwer zu erkennen, da die Nachrichten oft düster sind. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Es gibt viel Gutes. Es gibt viele positive Entwicklungen. Mehr Menschen werden ernährt und trinken. Die Gewalt pro Kopf weltweit ist im Vergleich zu vor 100 Jahren gesunken. Früher im wilden Westen der USA schossen die Leute ohne Grund auf andere. In der römischen Zeit wurden Menschen einfach aufgeschlitzt. Es ist nicht das Turnier, sondern ein anderes Event. Waffen bei Kennen und das Duell und all diese Dinge, diese waren gängige Praxis, wo wir jetzt darauf schauen und denken, das ist barbarisch, Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Was? Es ist interessant, Alex, weil ich aus einer spirituellen Perspektive denke, aus der Sicht der Seele, wenn du so willst, und durch diese Dinge in den letzten, 25 Jahren, denke ich, oder 20 Jahren gegangen bin. Und dieses ganze Social Media und dieses Aufschreien und dieser Einfluss, ich frage mich oft, ob es darum geht, gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Ich denke, es gibt Größe in ihrem Bewusstsein. Wenn es ein Bewusstsein gibt, ist das großartig. Aber wieder, es gibt eine Verantwortung. Und wenn es auf eine Weise genutzt werden kann, bei der dieses Bewusstsein wieder zeigt, dass wir verbunden sind, dass unsere Worte etwas bedeuten. Gedanken sind Dinge. Aus energetischer Sicht sehe ich die Gedanken der Menschen, wenn sie einen Gedanken werfen. Denke daran, Gedanken sind wie Kugeln. Sie treffen das Ziel. Wenn du an jemanden denkst, denkst du mit diesem Gedanken. Er geht direkt zu ihnen, ob es Sorgenenergie, Liebesenergie oder Angstenergie ist. Und ich denke, viele Menschen, was ich gerne tun würde, und ich bin sicher, du stimmst mir hier zu, ist, sie für das Bewusstsein zu öffnen, dass du für deine Gedanken, Worte und Taten verantwortlich bist. Du bist verantwortlich füreinander in dieser kleinen Umgebung, deine Freunde und die Welt. Was du in die Welt hinaus sendest, bleibt dort draußen. Meine Lieblingsfreundin, meine Lieblingsperson, die ich schon lange kenne, die ihre Show Richterin Judy gesehen hat. Und eine der Sachen, die sie am Anfang der Shows sagte, dieses Internet-Ding, du stellst Sachen rein und sie sind für immer weg, sie sind für immer da. Und das ist wirklich wahr. Ich wünschte, die Leute hätten ein größeres Verantwortungsbewusstsein, wenn sie Dinge sagen oder tun, weil du für diese Energie verantwortlich bist, die ins Universum hinausgeht. Nicht nur zu der Person, sondern ins Universum. Erinnere mich daran, als ich die Show Ghost Whisperer gemacht habe, musste ich CBS und der Produktionsfirma erklären, dass der Showauftakt nicht zu gruselig sein sollte, um alle anzusprechen. Das war lustig. Lo und Jennifer, liebe dein Dekolleté, ich verstehe das. Lkw-Fahrer anziehen, okay, in Ordnung. Aber die Lkw-Fahrer, und wir haben sie bekommen. Wir haben das Demo bekommen. Ich dachte, wow, das war wirklich eine Sache. Es war 5 Jahre lang die Nummer 1 Show am Freitagabend. Doch dann hatte ich ein paar Argumente oder Meinungsverschiedenheiten, die ich klärte, indem ich sagte, ich habe kein Problem damit, die Show mit Angst zu eröffnen, weil man dieses Ding da draußen platziert. Übrigens habe ich einen Abschluss in Rundfunk. Also ich erinnere mich daran, Marshall McLuhan gelesen zu haben und all das. Und ich sagte zu ihnen, hört zu, was ihr ausstrahlt. Sei es Filme, Fernsehen, Computershows, was auch immer, Podcasts, das bringt Verantwortung mit sich.
Denn wenn ihr diese Angstenergie ausstrahlt, bleibt sie in der Atmosphäre, sie geht nach draußen. Und ich sagte, ich werde die Show machen, aber die Show muss mit einer liebevollen Energie enden, einer heilenden und liebevollen Energie. Das ist es, was ihr eurem Publikum im Universum hinterlassen wollt. Ihr wollt ihnen keine Angst hinterlassen, weil das eine reale Sache ist. Und ich denke, dass die Menschen da draußen all diese Seelen, wir alle diese Sprenkel von Angst oder Liebe aufnehmen. Und ich denke, dass etwas davon in uns eindringt und wir anfangen, in dieser Angstenergie zu leben. Und genau dann beginnen vielleicht einige Konflikte oder wir neigen eher dazu, in diesen Konflikten oder in einer Welt der Angstbegrenzungen zu sein. Also da ist etwas dran. Es muss eine Verantwortung dafür geben, was ins Universum hinausgeht. Nun, ich denke, Leute, die heute so etwas verbreiten, werden in 10, 15 oder 20 Jahren zurückblicken und denken, oh mein Gott, als ich 20 war, war ich nicht perfekt. Als Teenager war ich nicht perfekt. Ich bete jeden Tag und bin dankbar, dass es damals keine sozialen Medien gab, als ich in der Highschool oder am College war. Denn in deinen späten Teenagerjahren, 20ern und sogar bis in die 30er bist du ein Dummkopf und machst dumme Sachen. Und jetzt, da diese Dummheiten verbreitet werden und sie leben weiter, kann man sie für diese neue Generation nicht mehr wirklich zurücknehmen. Also denke ich, dass das die Lektion ist, die Zeit brauchen wird, um gelernt zu werden. Für die Menschen in der Zukunft aber es wird etwas sein, das wehtun wird. Es hat bereits Menschen in den Rücken gebissen. Wenn er denkt, dass ein Tweet von vor 10 Jahren sie gecancelt oder ihnen den Job gekostet hat, als sie vielleicht jünger waren, es fängt schon an zu passieren und die Leute fangen an, sich dessen bewusster zu werden, denke ich. Ich hoffe es. Mir ist aufgefallen, dass einige im Internet, auf Netflix und einige Organisationen oder Personen, die etwas von der Spiritualität, dem Gespür, Wissen oder Weisheit nutzen, Macht erlangen, dann tritt das Ego ins Spiel und sie beginnen unverantwortlich zu handeln. Nein, das geht nicht. Echt, spirituelle Menschen haben auch ein Ego. Los, James, lass es sein. Ja, es ist äußerst faszinierend zu beobachten, weil viele von ihnen einen spirituellen Bypass suchen. Sie streben Spiritualität an, ohne jedoch die erforderliche Arbeit zu leisten. Ihr Ziel ist es, direkt anzukommen, ohne den Prozess zu durchlaufen oder damit zu leben. Letztendlich wollen sie herausfinden, wer sie wirklich sind. Und ich frage mich immer, was bringt es dir, wenn du nicht weißt, wer du bist? Wie kannst du authentisch sein, wenn du keine Ahnung hast, wer du als Mensch, als Seele bist und wie du mit anderen interagierst, anstatt einfach nur zu handeln? Oh nein. Spirituelles Getue. Oh, ich bin ein Guru oder so. Es ist einfach so seltsam für mich, dass die Leute diese Arbeit nicht machen wollen. Es ist für mich überhaupt nicht seltsam, da wir beide aus Hollywood kommen und Erfahrung dort haben. Also verstehe ich. Hollywood ist ein Ort, an dem man mit einer Maske lebt und man kann ohne diese Maske nicht leben. Die Leute wollen diese Maske aufsetzen, weil sie Macht und Prestige sehen. Sie wollen ein Yogi oder spiritueller Meister sein, aber die eigentliche Arbeit scheuen sie. Es ist wie der Wunsch nach Brad Pitts Sixpack und täglichem In-and-Out-Essen. Die Welt funktioniert jedoch anders. Man muss an Körper, Geist und Spiritualität arbeiten. Es erfordert Arbeit. Es dauert Jahre. Es gibt einen Grund, warum diese Meister in Indien, diese Gurus und aufgestiegenen Meister, die heute auf der Erde wandeln, Jahrzehnte und Jahrzehnte daran arbeiten, bis sie ihre Energie, Schwingung, Frequenz auf ein solches Niveau heben können, dass die Leute sagen, aber ich will das. Ich sage dann, ja, stell dich hinten an. Es wird nicht über Nacht passieren. Du wirst nicht einfach als Wunderkind geboren. Das ist nicht der Fall. Selbst Menschen wie Yogananda, die in Anführungszeichen als spirituelle Wunderkinder geboren wurden, hatten tatsächlich Jahrzehnte der Arbeit hinter sich. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er zu seinem Guru Yukteswar ging, vergingen 9 Jahre. Einfach, den Boden fegen, den Boden kehren und er dachte, Mann, er hat einfach alles zerstört. Er musste das Ego brechen, das Ego brechen, das Ego brechen. Es hat so lange gedauert, bis er endlich das Ego brechen konnte. Denn wenn du kommst und der Michael Jordan der Spiritualität bist, brauchst du jemanden, der ein bisschen größer ist als du, um runterzukommen und zu sagen, beruhige dich. Ja, du kannst einen Dreier werfen, aber so mach es. Es ist faszinierend. Ja, es ist interessant. Zuzusehen ist einfach so faszinierend für mich. Ich lebe nach der goldenen Regel. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Und was ich gebe, sind echte Dinge.
Und ich gehe immer von meiner Arbeit aus, die ich gemacht habe. Wenn wir hinübergehen, gibt es eine Lebensrückschau. Und wir alle haben diese Lebensrückschau, in der wir unser ganzes Leben in Blitzlichtern sehen und die unglaublichsten Erfahrungen erleben, bei denen wir etwas getan oder gesagt haben. Und wir erleben es aus der Perspektive der anderen Person. 10-mal, 20-mal, 30-mal stärker. Also denke ich immer, wow. Wenn die Leute das wüssten, wären sie viel verantwortungsbewusster in ihrem Verhalten und ihren Worten gegenüber anderen. Denn, oh Mann, wenn du in die Geisterwelt hinübergehst, gibt es keine Zeit. Und alles, was du hast, sind diese Erinnerungen oder Erfahrungen und du musst sie immer und immer wieder durchleben. In dieser Welt ist es wirklich schwer. Wir sagen etwas über jemanden, wir haben das gesagt, aber man kann zurückgehen und sich entschuldigen. Stell dir vor, es gibt keine Zeit und keine Verbindung zum Physischen. Diese mentalen Dinge erlebst du immer wieder in deinem Kopf. Ich wünschte, die Menschen würden dieses Verantwortungsgefühl entwickeln. Wenn sie das wüssten, würden sie vielleicht anders handeln, vielleicht verantwortungsvoller. Es gibt keinen Zweifel. Es gibt keinen Zweifel. Ich denke, wenn die Konflikte auf der Welt und die Menschen in ihnen einige der spirituellen Ideen und Konzepte verstehen würden, über die wir sprechen. Aber selbst die Glaubensvorstellungen von Göttern, Religionen, es gibt eine höhere Kraft, wie auch immer wir das nennen wollen. Manchmal sind wir dafür lustig. Wir müssen an diese höhere Kraft glauben. Also sind wir alle diese Energie. Es ist also ein Schlag gegen diese Kraft. Aber James, es geht darum, mein Gott ist besser als dein Gott. Mein Gott ist der einzige. Weiß, es ist ein angstbasierter Gott. Deshalb mache ich immer Witze. Ich sage ja, erinnerst du dich an die Yogi-Kreuzzüge, als die Yogis durch Europa zogen und sagten, du musst an Buddha glauben oder so etwas ist nicht passiert. Das war nicht richtig für alle Zuhörer. Es gab keine yogischen Kreuzzüge. Ich möchte nur, dass du weißt, dass es sie nicht gab. Ich habe gehört, dass es so etwas gibt. Ich habe gehört, dass es ein Paar gibt. Ich glaube, wir waren wohl dabei. Ja. Jesus, ich glaube, auf dem Berg sagte er, bitte alle tötet in meinem Namen. Aber das ergab keinen Sinn. Eine Frage, die mir oft gestellt wird. Und ich denke, das führt zu dem, worüber wir gesprochen haben mit diesen Konflikten ist, weil es viele Unschuldige in diesen Konflikten gibt, die gerade jetzt und weltweit passieren und sogar die Massengewalt, die hier in den Staaten passiert. Es gibt so viel davon. Es gibt Unschuldige. Warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Nun, gute Frage. Ich kann nur sagen, was ich weiß. Seelen sind sich dessen bewusst, was vor der Inkarnation passieren wird. Es gibt also Seelen, die wissen, was ihr Leben beinhalten wird, und es könnten einige sein. Ich werde das nicht wissen, während ich hinübergehe, aber ich denke, es gibt Seelen, Gruppen von Seelen, und es gibt viele, viele Seelen. Manchmal kommen sie in ein Leben und opfern sich, wie du es nennst, oder es könnten fortgeschrittene Seelen sein, die das durchmachen. Ich habe die Babys in der Gaza-Sache beobachtet und diese armen Babys, die keine Hilfe bekommen konnten. Und es war so, nun, was ist mit diesen Seelen passiert? Ich hatte wieder das Gefühl, dass sie diesen Weg gewählt haben, dass Dinge, die bei Unfällen passieren, keine Unfälle sind. Ich denke, es ist alles göttliche Beteiligung. Aus unserer menschlichen Perspektive können wir nicht alles verstehen. Aber ich glaube wirklich, dass es bestimmte Gruppen von Seelen gibt, die, wenn wir es so nennen wollen, sich opfern und draußen existieren. Sie sind an sich unschuldig, aber ich denke auch, dass sie manchmal sehr spirituell entwickelte Menschen, entwickelte Wesen sind. Im Zweiten Weltkrieg waren viele der Menschen, die wir Opfer nennen, sehr weise, fortgeschrittene Seelen. Viele fortgeschrittene Seelen akzeptieren harte Lektionen. Viele, viele fortgeschrittene Seelen. Die härtesten Lektionen, die wir haben, sind normalerweise den fortgeschrittenen Seelen, den postgraduierten Seelen vorbehalten. Und diese übernehmen diese Konflikte, sie übernehmen sie. Sie arbeiten mit menschlichen Konflikten und opfern sich oft, wenn man so will. Ich weiß nicht, wenn man erkennt, dass es keinen Tod gibt und man auf die andere Seite übergeht und man muss etwas tun, um Aufmerksamkeit auf das menschliche Wachstum zu lenken, wenn man so will. Manchmal tun wir das. Also ich weiß nicht, was man sagen kann. Unschuld in gewisser Hinsicht. Aber ich denke auch, dass sie manchmal weiterentwickelte Seelen sind als wir. Ich benutze Unschuld aus der Sicht des Menschen. Ja, das stimmt. Aus der physischen Sicht, es ist erschreckend, aber aus spiritueller Sicht ist es schwierig. Und Menschen, die zuhören, die Dinge erlebt haben oder deren Angehörige betroffen waren, schau, du und ich könnten sehr spirituell erleuchtet sein, James. Aber wenn jemandem, den wir Liebe, es wird wehtun, es ist menschlich. Wir werden es fühlen und wir werden wütend und wir werden geprüft und auf viele, viele Arten herausgefordert. Es gibt keine Prüfung. Es ist ein gutes Wort, getestet. Ja, wir werden immer getestet und das ist genau richtig. Ich stimme dir zu, die menschliche Erfahrung, wir müssen fühlen. Wir haben beschlossen, zurückzukehren, um diese Empfindungen zu erleben.
Die Verbindung von Emotionen, Geist, Spiritualität und Körper. Dies ist der Spielplatz, wo wir menschliche Aspekte spüren werden. Es ist ein authentischer Teil von uns, den wir ehren müssen. Ohne Zweifel. Nun, es gibt etwas, das auch passiert von den Konflikten, die im Ausland stattfinden, hier in den Staaten und ich denke auch in Europa scheint es eine Zunahme von Hass und Spaltung zu geben. Welchen Rat haben Sie für Einzelpersonen oder welche Anleitung, wie wir diese Zunahme von Hass und Spaltung überwinden können? Es bringt diesen ganzen Kram wieder ans Licht. Wir bringen all das wieder hervor. Ein Lied, das wir schon einmal gehört haben, Hass und Spaltung. Ich meine, es ist kein neues Lied hier. Es ist ein altes Lied, aber es wird wieder verstärkt, damit wir einfach sagen können, genug. Ich denke, genug ist genug. Das ist lächerlich. Es ist dieses Gefühl der Getrenntheit. Wir sind getrennt. Noch einmal wiederhole ich, dass die zwei größten Lösungen, die wir in dieser dreidimensionalen Welt haben, der Tod ist. Es gibt keinen Tod. Und das andere ist, dass wir voneinander getrennt sind, aber das sind wir nicht. Aber es ist so interessant, wie wir gerade erwähnt haben, wir müssen getrennt sein, weil wir unseren eigenen, mein Gott ist besser als dein Gott und all die Getrenntheit, die es nicht geben sollte. Und ich denke, Menschen sollten ihre Feinde oder Gegner betrachten und Gemeinsamkeiten erkennen. Ich glaube, dass Gott jede Seele auf dieser Erde wunderbar erleuchtet hat und dass jede einzigartig ist. Es ist die Vielfalt, der Unterschied. Gott zeigt sich in den Unterschieden und wir sollten die Vielfalt in jeder Person ehren. Wir müssen nicht allem zustimmen, aber ihre Sichtweise oder Art zu sehen ehren. Und sie können nicht nur auf eine Weise sein. Es muss mehrere Wege geben, all diese verschiedenen Seelen zu betrachten, die unterschiedliche Überzeugungen haben. Wir müssen all das ehren. Eine ist nicht besser als die andere. Es ist einfach, wer sie sind. Aber wenn wir diese Gottesenergie, diese kreative Energie in jeder einzelnen Person finden können, dieses schöne Wesen in jeder Person, dieses göttliche Licht in jeder Person, vielleicht können wir uns dann ein wenig anders verhalten und das respektieren. Es ist dieses Sprichwort über das Ego, auf das wir zurückkommen. Du hast das Ego erwähnt. Das Ego ist so wichtig. Ich muss das besitzen, kontrollieren. Hat nichts damit zu tun. Wir sind wirklich eins. Wir sind nicht getrennt, wir sind eins. Also müssen wir diese Einheit finden. Eins ist eine allgegenwärtige, nährende Energie. Für mich ist das Liebe. Liebe ist eine allgegenwärtige, nährende Energie. Das ist schön. Das ist schön. Ja, Liebe ist eins. Diese älteren Religionen behaupten, dass wir der einzige Weg sind, was aus marketingtechnischer Sicht völlig sinnvoll ist. Im Ernst, wenn du sagen würdest, hey, wir sind einer von vielen, du könntest diesen wählen, du könntest den anderen wählen. In alten Zeiten konntest du so etwas nicht machen. Ich musste die großen Gruppen kontrollieren. Du bist der Einzige, dass die Gruppe dort drüben, sie werden vergewaltigen und plündern. Wir sind der Weg, sie sind die Ungläubigen. All sowas. Und all diese großen alten Religionen. Ich denke, dass das einer der Gründe ist, warum viele dieser Religionen jedes Jahr Millionen von Anhängern verlieren, weil es nicht mehr glaubwürdig ist. Und sie hängen immer noch an dieser alten Erzählung, diesem alten Lied, dieser alten Geschichte fest. Und wir denken, es ergibt Sinn, diese alte Denkweise, richtig, die alte Denkweise. Und etwas wirklich Interessantes, das ich anmerken möchte, Alex, ist, dass ich in letzter Zeit, ich bin ein YouTuber, ich mache YouTube, ich schaue Fernsehen auf YouTube, weil es alles hat, was ich will. Ich habe zugeschaut. Es ist faszinierend, die 50 wichtigsten christlichen Persönlichkeiten, die christlichen Prediger und all das. Und es ist sehr interessant, weil ich das anschaue und denke, okay, und die Leute sind wirklich daran interessiert und das ist in Ordnung. Aber ich möchte auch sagen, es ist immer dieses Gefühl, die Gotteskraft. Wir übernehmen keine Verantwortung, wir schieben es auf eine Religion oder einen Gott. Du musst dich so verhalten, weil Gott uns in die Hölle bringen wird oder Gott wird es tun. Nein. Übernimm Verantwortung für deine Handlungen und Gedanken. Du bist Gott. Schiebe Gott nicht ab. Und es ist einfach so seltsam, dass die Leute sich von dem entfernen, wer sie sind. Und sie setzen diese Religion, die das ist. Ich weiß nicht. Ich persönlich glaube nicht an Gott und Wolken und all das. Das verstehe ich nicht. Ich denke, wir sind alle diese wunderbare Kraft. Aber ich sehe immer wieder, dass die Leute versuchen, Jesus kommt zu mir und Gott dies und Gott. Es ist so, warte mal, lass uns Verantwortung für uns selbst übernehmen. Nicht auf Religion schieben, sonst werden wir fehlgeleitet. Richtig? Und dann wieder viele ältere Philosophien oder Religionen basieren auf Angst. Sie basieren auf Angst. Ja, ich denke auch, dass viele Menschen in den frühen Tagen Teil einer Gemeinschaft sein wollten, Teil dieses Gemeinschaftsgefühls. Das macht Religion. Und das tun Religionen immer noch. Und ich möchte jetzt nicht alle Religionen schlecht machen, denn es gibt gute Dinge, wie du sagst, Gemeinschaft. Menschen helfen, es gibt gute Elemente an all dem. Aber wenn du anfängst zu glauben, dass du besser bist als eine andere Gruppe oder
dass, wenn ich das nicht tue, mir das passieren wird, so eine Art Höllensache. Mir wurde die Hölle beigebracht, als ich in der 1. Klasse in der katholischen Schule war. Ist das dein Ernst? Ich war verängstigt. Ich kam weinend nach Hause. Ich denke, das war verrückt. Aber diese Ideen, so lustig. Meine Kinder lachen. Sie sagen, die Hölle ergibt keinen Sinn. Was ist mit Limbo? Erinnerst du dich an dieses Limbo? Oh, vergiss das Fegefeuer nicht. Ja, natürlich. Fegefeuer. Ja, Fegefeuer. genau. Kann es nicht vergessen. Es ist interessant, weil es darum geht, dass Menschen Verantwortung für sich selbst übernehmen, anstatt einen spirituellen Umweg zu nehmen, alles auf Religion zu schieben und ihr zu folgen. Es geht darum, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Wenn Leute nach Religion fragen, sage ich, jeder hat ein Stück der Wahrheit, aber keiner hat die ganze Wahrheit. Also, wenn man fragt, was meine Religion ist, antworte ich, Liebe. Das ist es. Es ist das Erkennen Gottes, dieser Kraft, was auch immer das sein mag. Die Menschen wollen es in jeder Person benennen, aber niemand sollte Gott besitzen. Niemand besitzt Gott. Die Menschen sind Gott. Also nochmal, wenn die Menschen das göttliche Licht in jeder Person sehen und Respekt für das haben, wer sie sind, wo sie stehen. Es ist wirklich interessant, weil viele in Verurteilung gehen. Urteil ist für mich angstbasiert, da ich andere beurteile, um mich besser zu fühlen, sie niederzumachen, um Kontrolle zu erlangen oder mich besser zu fühlen. Das ist Urteil. Total angstbasiert. Angst ist eine menschliche Emotion. Es ist nicht vom Geist, sondern von der menschlichen Welt. Angst existiert nicht in der spirituellen Welt, sondern ist nur dieses. Angst. Falsches Ego, das real erscheint. Es betrifft uns als Menschen, nicht den Geist. Es ist interessant. Neulich sprach ich mit einem ehemaligen Baptisten, der sagte, als ich Baptist war, tatet ihr Katholiken mir leid, weil ihr alle in die Hölle kommen würdet. Und ich dachte, wow. Wissen Sie was? Wir auch. Wir sagten all diese armen Baptisten oder Mormonen oder welche andere christliche Sekte auch immer, es gibt Tausende davon. Oh, ihr armen Leute, ihr versteht es einfach nicht. Es ist ein egoistischer Ort, an dem man sich befindet. Man muss sich anderen überlegen fühlen, um auf der Erde wandeln zu können. Und das, denke ich, ist eine Hauptursache für all diesen Konflikt in der Welt. Ich habe solche Angst, innerlich nicht genug zu sein oder was andere Leute denken werden oder die Gemeinschaft. Es ist so primitiv. Es ist so eine primitive Sache, weil nochmal das Hauptding, vor dem die Leute am meisten Angst haben, ist öffentlich zu sprechen. Warum? Weil du das Gefühl hast, du wirst verspottet und aus dem Stamm geworfen. Und wenn du aus dem Stamm geworfen wirst, werden dich die Löwen fressen, weil du nicht mehr Teil des Stammes bist. Aber daher kommt das alles. Das stimmt. Also, viele dieser Ängste basieren immer noch auf diesen wirklich primitiven, niedrig energetischen Gedanken. So archaisch. Es sind sehr archaische Ideen, wenn man sich für höhere Ideen öffnet und sich weiterentwickelt. Neulich hatte ich ein Problem, das mich herausgefordert hat. Und ich habe es innerhalb von 30 Minuten verarbeitet und überwunden. Und es wird immer schneller. Früher hat es Tage gedauert. Manchmal hat es einen ganzen Monat ruiniert. Manchmal habe ich daran festgehalten. Manchmal habe ich einfach darin geschmort. Jetzt ist es anders, das dient mir nicht mehr. Ich vergebe und werde mich anpassen. Also. Eine großartige Methode, Alex, die mir dabei einfällt, und ich mache das schon eine Weile und es hat wirklich geholfen. 2 Dinge. Erstens, Beobachtung. Zurücktreten und beobachten. Keine reflexartige Reaktion zeigen, wenn etwas passiert. Wenn jemand etwas tut oder etwas passiert, lass dich nicht in diese hektische Energie hineinziehen und reflexartig reagieren. Was du tun willst, ist einen Schritt zurückzutreten und objektiv zu sein. Es ist, als würdest du eine Show auf einer Bühne beobachten, die sich abspielt, und ich werde mich nicht einmischen. Ich kann der Zuschauer sein und beobachten, was vor sich geht. Es wird mich nicht beeinflussen. Und das andere ist, wenn Menschen diese Situationen haben, viele von uns haben jeden Tag schwierige Situationen, sei es emotional oder gesundheitlich. Wir haben viel durchgemacht. Was auch immer es ist. Ich sage oft, wenn Dinge in mein Leben kommen, diese Erfahrungen, wie nicht glücklich oder was auch immer es sein mag, Gelegenheiten, anstatt sie zu beurteilen als gut oder schlecht, ist es eine Gelegenheit, mich selbst besser zu verstehen. An den Glauben zu glauben, was auch immer ich tun muss, an mich selbst zu glauben. Ich denke, es gibt immer Gelegenheiten. Wenn jemand sagt, das ist mir passiert, frage ich, welche Gelegenheit, welche Lektion? Wir sind hier, um zu lernen. Denke daran, wir sind in der Schule und haben täglich verschiedene Lektionen. Und jeden Tag, wie in der ersten Sendung erwähnt, gibt es auf unserem Weg Lehrer und Schüler, was den spannenden Teil ausmacht. Also, wenn wir jeden Tag gehen, wer wird mir heute etwas beibringen? Wen werde ich heute selbst unterrichten? Es sind wirklich Gelegenheiten, die zu uns kommen. Und noch einmal das aus der ersten Show wiederholen, weil man es nicht oft genug hören kann.
im Moment zu leben. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Die Zukunft steht noch bevor. Sei also wirklich voll und ganz in diesem Moment. Das ist ein wahrer Weg zu leben. Lebe die Fülle jedes Augenblicks. Und ich denke, so sollten wir leben. Ja, und dieses Ereignis, das mir passiert ist, als ich mich zurückgezogen habe. Nochmal, wir sind nicht perfekt. Wir alle lernen. Doch ich habe bemerkt, dass es kürzlich nur noch wenige Stunden sind. Früher dauerte es vielleicht Tage, Wochen oder Monate. Manchmal, jetzt sind es nur noch Stunden. Jetzt ist es in 15 bis 20 Minuten erledigt. Es war da, dann weg. Aber ich hielt inne und sagte zu mir selbst, was ist die Lektion hier? Was soll ich daraus lernen? Denn das passiert für mich, nicht mir. Also dachte ich, genau. Toll ausgedrückt. Ja. Also, was soll ich hier lernen? Du zerbrichst dir den Kopf, findest manchmal Antworten, oft aber nicht, bis vielleicht 6 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre später und denkst dann, oh, das war es. Aber zumindest bist du dir bewusst, dass dies eine Lektion ist. Alles davon, alles von den Menschen. Jemand schneidet dich im Verkehr. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du reagiert? Niemand ist perfekt. Neulich schnitt mich jemand, ich sagte etwas, woraufhin meine Frau fragte, was? Ich sagte nur, Entschuldigung. Sie ziehen dich runter oder bringen dich. Nun, dieser Typ hat mich hochgezogen, dann bin ich wieder hochgesprungen. Ich habe mich wieder erhoben, James. Aber für einen Moment bin ich einfach wieder runtergegangen, nicht anders. Es war jedoch seltsam, weil ich früher fluchen und schreien würde und ihn jagen würde und versuchen würde, ihn abzuwimmeln. Und das war die junge Version von mir. Als ich mein, waren nur die. Wie kannst du es wagen? Mein Ego. Ich war wütend, weil er andere gefährdete. Das war der Unterschied zu dem, was geschah. Es ging nicht um mich. Es war mir egal, dass er mich schnitt. Aber ich sah seine Rücksichtslosigkeit. Ich dachte, du wirst jemanden umbringen. Du wirst jemanden verletzen. Warum benimmst du dich wie ein Idiot? Daher kam es. Also bemerkte ich sogar, dass ich wütend wurde. Aber ich wurde aus dem richtigen Grund wütend, denke ich. Du hast das größere Bild gesehen, was wirklich wichtig ist, wenn uns solche Dinge passieren. Sieh das größere Bild. Sieh diese als Chancen im größeren Bild. Es hilft auch Alex mit unserer Einstellung. Was ist unsere Einstellung? Wie ändern wir uns? Noch einmal, wir haben gerade gesprochen. Wenn Sie solche Situationen haben, sind sie Gelegenheiten zu wachsen und Lektionen. Ändern Sie Ihre Denkweise, entfernen Sie sich von der Beurteilung, da sie auf Angst basiert. Okay? Menschen haben Angst. Du kannst sehen, wie Menschen urteilen, aber du musst nicht daran teilnehmen. Du kannst es wahrnehmen, aber nicht Teil davon sein. Wir werden in Positionen gebracht, um andere zu lehren oder von ihnen zu lernen. Manchmal ist es dasselbe. Es könnten harte Lektionen sein, die uns an unsere Grenzen bringen. Das tut es. Einmal war ich auf einem Parkplatz mit meinem geliebten Hund im Auto und einer automatischen Klimaanlage, die leise am Motor lief. Als ich aus dem Laden kam, bemerkte ich eine Frau neben meinem Truck, die mich beobachtete. Sie schaute auf ihr Telefon und dann zu mir, während ich telefonierte. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, also ging ich zu ihr. Sie sagte, dass der Motor gestartet sei, weil er alle 5 Minuten ansprang. Dann fragte sie, ob ich die Klimaanlage eingeschaltet hätte, weil sie neben meinem Hund im Truck stand. Und ich sagte, Entschuldigung. Sie sagt, Ihr Hund ist in diesem Truck? Ich sagte, ja, ich weiß, die Klimaanlage läuft leise. Es ist ein Hybrid. Sie sagt, ich mache mir Sorgen um Ihren Hund. Und ich sagte, okay, ich dachte, ich könnte jetzt wirklich wütend werden oder freundlich bleiben. Ich war etwas verärgert, weil es um meinen Hund, mein Kind ging. Aber ich sagte zur Dame, sie hätten zu mir kommen können. Wenn sie besorgt waren und mich dort sitzen sahen, warum sind sie nicht zu mir gekommen und haben mit mir gesprochen, anstatt so autoritär zu handeln? Das war nicht richtig. Das war nicht der richtige Weg, wie sie diese Situation für Xan gehandhabt haben. Glauben Sie wirklich, ich würde einem Tier wehtun? Vielleicht haben sie es getan, aber es lohnt sich, den zusätzlichen Schritt zu machen und zurückzukommen und zu sagen, entschuldigen Sie, ist das Ihr Hund? Wir müssen das tun. Die Leute urteilen sofort und müssen aufhören und ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Was ist die Geschichte hier? Was passiert hier wirklich? Wir müssen die Leute daran erinnern, innezuhalten, tief durchzuatmen und zu schauen. Vielleicht erleben wir solche Situationen, um uns zum Innehalten zu bewegen, anstatt sofort zu reagieren. Heutzutage ist alles auf Reaktion ausgerichtet. Daher ist es wichtig, das ganze Bild zu betrachten. Ja. Hol das Handy raus, lass uns filmen, um Klicks und Bestätigung zu bekommen. Es ist verrückt. Wir haben viel darüber gesprochen, dass Dinge für uns geschehen und nicht gegen uns und so. Das gefällt mir. Gut. Und das ist wunderbar aus philosophischer Sicht gesagt. Sowohl du als auch ich haben Dinge erlebt. Das haben wir alle. Wenn du lebst und auf der Erde gehst, wirst du Probleme, Konflikte und Traumata haben. Das ist einfach Teil dieser Erfahrung, für die wir uns entschieden haben. Ja, Erdenschule. Genau.
Was für einen Rat würden Sie jemandem geben, der mitten in einem Verlust steckt, mitten im Erleben von Gewalt, mitten im Unverständnis darüber, warum ich diesen geliebten Menschen auf diese Weise verloren habe oder warum das meiner Gemeinschaft oder Stadt passiert oder Ähnliches? Okay, also ein paar Dinge. Also geliebter Mensch, einen geliebten Menschen verlieren. Nummer eins, es ist wieder deine Perspektive, die du hast. Also zurückgehen zum Ursprung, dass wir Seelen sind, die eine menschliche Erfahrung machen und dass Liebe niemals stirbt, dass du deine geliebten Menschen nicht verlierst. Sie sind bei dir. Es ist eine menschliche Erfahrung. Und wenn du jemanden verlierst, ist das eine der schwierigsten Sachen. Natürlich, als menschliche Erfahrung ist es, einen geliebten Menschen zu verlieren, ein Kind, einen Partner, ein Tier. Es ist wirklich schwer für uns, das durchzumachen. So wachsen wir hier. Und nochmal, ich denke, ich kenne nicht alle Antworten darauf. Ich weiß nur, dass es das Wachstum unserer Seele ist, diese Dinge zu durchleben. Ich denke, wenn wir erkennen, was in unserer Gemeinschaft, in unserer Stadt, in unseren Ländern passiert, ist es wirklich eine Gelegenheit für uns, Mitgefühl zu finden, Mitgefühl in der Situation zu finden. Und wie können wir helfen zu heilen? Ob durch Gebet, ob durch Freundlichkeit, Akte der Freundlichkeit und ein bisschen, nicht ein bisschen. Mikrowelt, wie ich vorhin sagte, denn die Makrowelt wird von der Mikrowelt beeinflusst. Was nützt es uns um diese Orte zu sorgen, wenn wir uns nicht um unser eigenes Haus kümmern, wenn wir uns nicht um unsere eigenen Angelegenheiten in uns und um uns herum kümmern? Ich meine, was nützt es uns, wenn wir das nicht zuerst tun? Also müssen wir Mitgefühl in all unseren Leben haben und wieder sehen, dass göttliche Person, das göttliche Licht in jedem und wieder verstehen, weg von Urteil und Angst zu kommen. Aber so ist es. Und Mitgefühl haben, die Menschen daran erinnern, wer sie sind, dass sie Gott sind. Sie sind die Quelle, dass Gott nicht außerhalb von ihnen ist. Gott ist in ihnen. Auf diesem Weg zu lernen, wer man ist das Wichtigste im Leben, sich selbst treu zu bleiben. Meine Großmutter gab mir als Kind den Rat, sei dir selbst treu. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe mir auch ein Interview mit Dolly Parton angesehen, in dem sie mit Nora Dunn über Gott sprach. Sie betonte, dass sie immer dieses Gefühl hatte und dann lobte sie für ihren Erfolg. Parton sagte, sie bleibe einfach sie selbst und wisse früh, wer sie sei. Das Geheimnis sei, sich selbst zu kennen und zu ehren, was wirklich wichtig ist. Und du musst niemand anders sein. Was andere von dir denken, geht dich nichts an. Das ist ihre Energie, nicht deine. Aber man kennt sich selbst, glaubt an sich und erkennt, dass man dieses schöne Licht hier ist. Das ist, wer man ist. Ich möchte nicht jemand anders sein. Ich will ich selbst sein. Ich möchte dieses Teilchen Gottes in die Welt bringen, mein eigenes Teilchen dessen, wer ich bin. Die Leute schauen oft nach außen und geraten in Schwierigkeiten, wenn sie außerhalb von sich selbst suchen, da es nicht zu ihnen passt. Sie verlangen dann unmögliche Dinge. Du musst wissen, wer du bist, deine Größe leben und dich nie von anderen beurteilen lassen. Lass nicht zu, dass andere dir deine Kraft nehmen. Das ist nicht richtig. Wir müssen uns selbst stärken und die Gelegenheit dazu nutzen. Oft gibt es vielfältige und schwierige Situationen in unserem Familienleben, im Alltag, die uns an den Rand bringen, und das werden sie auch. Diese Hindernisse werden uns dazu bringen, uns selbst besser zu verstehen, eine andere Beziehung zu uns selbst zu haben, eine Beziehung zu den Menschen um uns herum, in unserem Arbeitsumfeld. Diese wirklich widrigen Erfahrungen in unserem Leben helfen uns oft am meisten. James, lass mich dich etwas fragen. Und ich weiß, dass du in deinem Leben wütend warst. Und ich war auch wütend in meinem. Ich meine, wir alle haben das durchgemacht. Wenn du mitten in dieser Wut bist, wenn du in dem sprichwörtlichen Mist der Wut steckst, ist es so schwierig, nicht nur weiß zu sehen oder nur die Wut oder den Groll zu sehen oder was auch immer die anderen Emotionen sind. Du bist einfach mittendrin. Welchen Rat kannst du jemandem geben, der einfach für einen Moment innehalten und nicht diese reflexartige Reaktion zeigen oder ständig in diesem Zustand der Wut gegen eine Gruppe von Menschen oder gegen eine bestimmte Person oder gegen eine Regierung oder gegen X oder Y, was auch immer das Ding ist, einen Hund, einen Baum, was auch immer das Ding ist, über das man so wütend ist. Es geht nicht nur um den anfänglichen Bereich, sondern um diese Menschen, die ständig wütend sind, über diese Dinge. Welchen Rat hast du für jemanden, der da rauskommen möchte? Das ist eine große Frage, also eine einfache Antwort. Ich kann nur basierend auf meinen Lebenserfahrungen antworten und wirklich, was für mich funktioniert hat. Ich werde nicht mehr so wütend wie früher, weil ich denke, dass wir hoffentlich hierher zurückkommen, um uns weiterzuentwickeln. Ich glaube, unsere Seelen kommen zurück, um durch diese Lektionen etwas zu lernen.
So entwickeln wir uns weiter und erweitern uns. Und ich fühle das ich bin an einem Punkt, an dem ich nicht mehr wirklich wütend werde. Wirklich nicht. Ich komme an einen Punkt, an dem ich nicht verstehe. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe Konflikte nicht, Hass nicht. Ich begreife es nicht. Ich sehe, dass es passiert und es ist real, es ist da, aber ich verstehe es nicht, weil ich das größere Bild sehe. Ich sehe die Möglichkeiten, ich sehe das Potenzial. Wenn die Menschen nur zurück zu sich selbst finden würden, ich habe viel über die Bedeutung der Stille und des Innehaltens gelehrt. Nimm dir täglich 20 oder 15 Minuten Zeit, um innezuhalten, zu atmen und dich zu verbinden. Sag Stopp und verbinde dich mit dir selbst, deiner Seele, deinem Herzen, nicht mit deinem Kopf. Viele Menschen sind in ihren Gedanken gefangen, urteilen und streiten, anstatt sich zu verbinden. Es gibt so viel phonetische Energie da draußen, die den Kopf füttert, richtig? Wir müssen zum Herzen gehen. Also geh zum Kern der Sache. Wenn ein Konflikt oder eine Situation auftaucht, sage ich einfach, okay, was passiert hier? Wie ich erwähnte, was ist los, um die Szene objektiv zu betrachten. Und ich sage, diese Seele lernt daraus und wie kann ich mich verhalten? Wie kann ich das besser machen? Manchmal im Leben? Es ist wirklich schwer. Es gibt Menschen, die du liebst in deinem Leben und sie müssen durch einige Dinge gehen. Sie müssen durch einige Scheiße gehen und du kannst nichts tun, weil es Teil ihrer Reise ist. Du kannst ihnen bis zu einem gewissen Punkt helfen, aber dann müssen sie weitergehen, richtig? Und das ist wirklich schwer für uns. Wir lieben Menschen. Also denke ich, wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Ich denke, wir müssen sie wieder dort ehren, wo sie sind. Ich denke auch, Alex, wenn man beginnt, ein Bewusstsein für die Objektivität einer Situation und für die Person, mit der man es zu tun hat, zu entwickeln, dann denke ich, dass Menschen, sobald sie sich selbst kennen und ehren, wer sie sind, ein Gefühl für Grenzen entwickeln. Sie müssen Grenzen haben. Sie müssen Grenzen setzen, sei es in ihren Familien oder im Leben ihres Ehepartners, ihrer Freunde und im Berufsleben. Es muss Grenzen geben. Und wenn Menschen die Grenzen anderer überschreiten, ist das schon auf der grundlegendsten Ebene schlecht, weil sie ihre Probleme auf jemand anderen abwälzen. Und wenn wir das zulassen, ist das nicht gut, weil sie uns unsere Macht nehmen. Es ist dasselbe, wenn man so will, bei den Konflikten in der Welt, Macht wegnehmen, keine Grenzen haben. Also müssen wir systematisch Grenzen setzen. Das ist wirklich, was hier passiert. Realistische Grenzen, auch wenn wir über Länder und so weiter sprechen. Es muss realistische Grenzen geben und es muss Ehre geben. Wir sind hier in einer Gemeinschaft, dieser ganzen Weltgemeinschaft. Es ist eine Welt und wir müssen wieder einmal die Grenzen der Menschen oder Länder ehren und respektieren und nicht versuchen, einander zu übervorteilen. Nun, bei all dem, was in der Welt vor sich geht, James, wie können wir Mitgefühls und Verständnis in Zeiten des Krieges, in Zeiten der Gewalt, der sinnlosen Gewalt, sei es auf individueller Ebene oder auf Gruppenebene, wie können wir in diesen Zeiten dieses Mitgefühl und Verständnis fördern? Ich denke, dass es täglich Gelegenheiten gibt, sei es in Kriegen oder Konflikten, um auf mitfühlende, freundliche oder humanitäre Weise zu handeln. Finde einfach das Humanitäre. Jeder Mensch sollte die goldene Regel befolgen. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Wir müssen zu diesem Ursprung zurückkehren, denn letztendlich sind wir alle gleich, unabhängig von Sprache oder Herkunft. Es spielt keine Rolle, ob wir verschiedene Sprachen sprechen. Wir sind alle gleich. Wie kann ich diese Person ehren? Wie kann ich sie ehren? Und wieder, es geht um alles, worüber wir gesprochen haben, in Bezug auf Angst und Liebe. Das Leben basiert auf Entscheidungen aus Liebe oder Angst. Wenn du die Liebe in dieser Person entdeckst, könntest du ihnen helfen, sie lehren, sie erleuchten und sie dazu bringen, Dinge anders zu betrachten. Zurück zu einem Gefühl dafür, wer sie sind, würde helfen, dieses Verständnis für ihre Identität zu haben. Ja, wieder nicht der Kopf, sondern das Herz begreifen. Nun, James, eine weitere Frage, oft gestellt. Leider werden dir viele Fragen gestellt, mein Freund. Wir beeinflussen Millionen von Menschen weltweit und erhalten viele E-Mails, die Menschen beim Wachsen unterstützen. Alex, es geht darum, es zu versuchen. Ich tue meinen Teil. Doch eine häufig gestellte Frage ist, was tun Menschen, wenn sie am Ende ihrer Kräfte sind und keinen Ausweg sehen, wenn sie glauben, dass sie nur eine Wahl haben? Und sie bitten um Hilfe, weil sie die andere Seite des Zauns nicht sehen. Es ist gerade wirklich dunkel, aber die Sonne wird gleich aufgehen. Halten Sie noch ein wenig durch. Aber welchen Rat hast du? Welche Anleitung hast du für diese Seelen, die an diesem tiefen Punkt sind, wo sie... Ich war schon dort.
Ich denke, wir waren alle schon dort. Es gab einen Moment, da war ich einfach. Selbst mit meinem Bewusstsein war es wieder so eine menschliche Sache, oder? Es ist eine menschliche Sache, ein dunkler Ort, an den ich ging. Ich fragte mich, warum bin ich hier? Ich sollte nicht hier sein. Und so war es. Ich musste vom Baum geholt werden, weil es so war. Was bringt das? Aber ich weiß, das war eine menschliche Reaktion, eine reflexartige Reaktion, die ich hatte. Ich musste innehalten, meinen Geist beruhigen, denn er spielte verrückt. Ich musste zu meiner Wahrheit zurückkehren, erkennen, dass dies eine menschliche Erfahrung ist, die wir durchmachen. Du kannst nicht sterben. Und wie wirst du damit umgehen? Und es ist eine Gelegenheit. Es ist eine Lektion darin. Okay, schau dir das an. Wie werde ich mit diesem Gefühl, wer ich bin, dieser Situation, die mit mir passiert, umgehen? Manchmal erhält man in den dunkelsten Momenten die meiste Erleuchtung. Wirklich. Es ist etwas, durch die dunkle Nacht der Seele zu gehen, um sich zu öffnen und Dinge aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und es braucht dunkle Nächte der Seele, um Dinge tief und anders zu betrachten. Ich hatte Schwierigkeiten damit. Es ist interessant, wie wir verschiedene Menschen in unserem Leben haben. In einer Gruppe verstand ich nicht, was vor sich ging. Ich kannte ihre Überzeugungen oder Meinungen nicht. In meiner Küche, bei meinem Geschirr, hörte ich den Geist sagen, James, das ist alles, was Sie wissen. Sie wissen nichts anderes. Richtig, richtig. Das ist alles, was Sie wissen. Sie wissen es nicht besser. Also musst du sie auf dem Niveau akzeptieren, auf dem sie sind, weil sie es nicht besser wissen. Das ist wirklich wahr. Wenn wir unsere eigenen Sachen auf andere Menschen projizieren, ist das wirklich nicht fair, weil sie nicht so viel wissen. Sie wissen es nicht. Ja, vielleicht sind sie auf dem Niveau der 2. Klasse, nicht auf dem der Postgraduierung, was auch immer es sein mag. Das ist alles, was sie wissen. Deshalb ist es schwer für uns. Warum können wir diese Leute beurteilen, wenn sie es nicht besser wissen? Warum also urteilen? Und dann haben wir unrealistische Erwartungen an andere, was wirklich eine Illusion ist, da sie nicht besser wissen, um anders zu handeln. Nun, es ist irgendwie so, als würde man ein 5-jähriges Kind ansehen, das auf den Boden macht. Und man fragt sich, was machst du da? Man kann nicht wütend auf diese 5-Jährigen werden. Sie wissen es nicht besser, sie lernen es. Sie wachsen. Also, wenn man manchmal Menschen mit einem kindlichen Blick betrachtet, bedeutet das, dass man ein 3-jähriges Kind nicht dafür verurteilt, Spaghetti durch den Raum zu werfen, aber einen 30-Jährigen würde man dafür verurteilen. Und wenn sie das tun, sollte es einen guten Grund geben. Es gibt ein Akzeptanzniveau für bestimmte Altersgruppen, das es für andere nicht gibt, während wir wachsen und weiter wachsen. Ich habe vergessen, wie der Begriff in der Soziologie dafür lautet, aber es gibt akzeptable gesellschaftliche Dinge. Das ist ein 5-Jähriger. Er schreit mitten im Flugzeug, das wird passieren. Aber wenn ein 40-Jähriger, das geht nicht. Wenn man das einem Kind sagt, sagen wir einem 5-Jährigen, dann ist das alles, was es weiß. Dann gehen wir zu Gemeinschaften oder bestimmten Ländern oder bestimmten Glaubenssystemen. Das ist alles, was sie wissen. Sie kennen vielleicht keine bedingungslose Liebe, kein Mitgefühl. Sie wissen das vielleicht nicht. Manchmal braucht es dunkle Nächte der Seele, Konflikte, um sie zu öffnen. Vielleicht müssen schreckliche Dinge passieren, bevor sie aufwachen und sagen, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig für uns. Also denke ich, dass es oft eine Evolution einer bestimmten Gruppe ist. Ich glaube wirklich daran. Ich denke, dass wir als verschiedene Länder oder so weiter alle unser Karma haben. Wir alle sind auf unterschiedlichen Ebenen. Manchmal müssen wir die Dinge durcheinander bringen und aus einer anderen Perspektive betrachten. Schreckliche Dinge passieren manchmal, bevor die Menschen merken, dass das nicht funktioniert. Jetzt wollen wir das ändern. Im Nahen Osten war es für Gott erstaunlich, wie es ist. Hoffentlich wird es aufsteigen und sich ganz anders entwickeln, als ich es erwarte. Menschen sind schwierig, das denke ich oft. Das Ego. Keine einfache Schule, James. Nein, es ist eine sehr harte Schule. Es ist eine sehr schwierige Schule. Und ich hatte einige Leute, gute Freunde von mir, die zurückgekommen sind. Eine Dame war Lady Violet. Sie ist am Ende meines Buches Unerledigte Geschäfte, weil wir jeden Nachmittag Tee tranken und über spirituelle Dinge sprachen. Und sie ist verstorben und mehrmals zurückgekommen. Und das erste Mal, als sie zurückkam, sagte sie, ich. Und sie hatte eine wunderbare Stimme. Sie sagt, oh James, warum können Menschen sich nicht einfach selbst auf die Schulter klopfen, weil sie diese menschliche Erfahrung machen? Es ist eine harte Schule, aber sie geben sich nicht die Anerkennung dafür, dass sie es durchstehen. Das stimmt. Das tun wir nicht. Wir begrenzen uns immer. Wir beurteilen uns selbst, anstatt zu sagen, gut, du bist hier, du machst es. Keine leichte Wahl in dieser Schule. Es ist eine harte Schule. Millionen von Schulen, Millionen von Galaxien. Hier treffen verschiedene Ebenen, Konflikte, Glaubenssysteme aufeinander, Gedankenkontrolle und mehr. Es zwingt uns, in uns selbst zu gehen und eine Beziehung zu unserem Seelenselbst zu pflegen. Und ich denke, es gibt tolle Chancen. Mach das. James, du und ich haben das heute schon ein wenig angesprochen, dass im spirituellen Raum, in dem du und ich leben,
Wo es spirituelle Meister gibt, gibt es Räume. 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 Ja, das gefällt mir besser. Lass uns nicht darin leben. Räume, ja, Räume. Viele Räume. Reiche, wenn du so willst. Ja, spirituelle Reiche, in denen wir leben. Viele treten im spirituellen Bereich auf und sprechen über spirituelle Meisterschaft, Guruschaft und ähnliches. Vor der Show haben wir über eine neue Netflix-Dokumentarserie gesprochen, Escaping the Twin Flames genannt. Können wir auf die Ethik von Menschen in diesem spirituellen Bereich eingehen und was sie tun, verkaufen und wie sie Menschen kontrollieren? Ich erhalte täglich Hunderte von E-Mails von Leuten, die in der Show auftreten möchten. Und mein Team und ich sind jetzt extrem wählerisch, weil wir die Macht der Sendung und die Verantwortung der Sendung verstehen. Die Verantwortung, weil wir sind vorsichtig. Wenn wir dich in die Show bringen, könnten viele Leute auf dich zukommen, nur weil du dort warst. Deshalb bin ich vorsichtig. Und kannst du etwas über die Dokumentation erzählen, die ich noch nicht gesehen habe? Und weißt du, Alex, es muss auch im Einklang mit dem stehen, was du in die Welt hinausträgst. Diese Leute kommen in deine Show. Es muss eine Übereinstimmung geben, weißt du? Deine Überzeugungen und ihre Überzeugungen sind ähnlich. Also das ist eine Show, die mir wohl jemand empfohlen hat, aber ich habe sie gesehen. Sie ist auf Netflix, wie du gesagt hast, Escape from Twin Flames. Und es geht um einen Typen in Michigan und seine Freundin. Er hat einige spirituelle Einsichten von vielen Lehrern übernommen, einschließlich mir. Es gibt Dinge, die er sagt, die ich in meiner Schule habe, sowie verschiedene Einsichten. Doch letztendlich ist alles nur Fassade, bloße Schlagworte. Er hat sich in eine Position gebracht, wo er zweifellos als Soziopath angesehen wird. Möglicherweise ist er auch teilweise ein Psychopath. Es ist diese egozentrische, manipulative, sektenartige Sache. Er spricht davon, kennt genug Schlagwörter. Für Unwissende ist es schwer zu durchschauen. Manche suchen nicht nach spirituellem Fortschritt, sondern nach spirituellem Umgehen. Sie verstehen es sofort und suchen nach dem Guru-Ding. Er passt perfekt hinein. Er behauptet, die Wiederkunft Jesu zu sein und sich seiner Evolution bewusst zu sein. Er sagt, er könne Zwillingsflammen vereinen, obwohl ich nicht weiß, was das bedeutet. Er spricht über göttliche Meisterschaft, göttlich Weibliches und Männliches. Einige behaupten, er könne bestimmen, wer die Zwillingsflamme ist und fordern Geschlechtsumwandlungen. Menschen lassen sich tatsächlich operieren, weil er es sagt. Er ist der Einzige, der das behaupten kann. Also geht es in Richtung einer Sekte. Ein bisschen Weisheit, ein bisschen Wissen ist gefährlich, weil er einige Bücher gelesen hat. Meine Karten sind im hinteren Teil des Bücherregals und andere Metaphysiker, Ärzte, physische Menschen haben ihre Karten, Orakelkartendecks. Sie verzerren die Informationen für ihre eigene Macht. Die Macht des Egos auf diese Weise ist ein Soziopath, der nach verletzlichen Menschen sucht, um sie zu kontrollieren. Das ist wirklich schrecklich. Wenn du in dieser spirituellen Arbeit bist, entsteht ein Gefühl von Integrität und Verantwortung. Als ich mit der Entwicklung als Medium begann, war das Erste, was ich lernte, Integrität und Verantwortung. Du trägst die Verantwortung für das Leben anderer Menschen, was sehr wahr ist. Jeder spirituelle Führer muss sich bewusst sein, dass er eine Verantwortung für das Leben anderer hat und dass seine Worte sie beeinflussen. Egoismus oder psychologische Probleme wie Soziopathie sind äußerst gefährlich. Und wieder zurück zu den Menschen, die nach Führern suchen. Sie wollen die Verantwortung nicht selbst übernehmen. Sie schauen zu anderen dafür auf. Und wenn diese die richtigen Schlagworte sagen, dann hören sie zu. Und es ist eine Schande, weil diese Menschen, die er bekommt, kein Gefühl dafür haben, wer sie sind. Sie haben dieses Selbstbewusstsein nicht und suchen jemanden, der das für sie erfüllt. Die Leute wollen mich auf den Guru-Stuhl setzen und ich sage, nein, ich bin kein Guru. Ich bin du. Ich meine, du weißt mehr als ich. Wir sind alle gleich. Und es wird mehr. Es ist seltsam. Es ist also ein Gefühl von Integrität, Verantwortung und es schmerzt mich wirklich, wenn ich sehe, dass ein anderer Mensch so verletzt wird, weil es ihnen Leid zufügt und Leben zerstört. Ich denke, dass die Leute, die diese Show sehen und wenn sie Gäste in der Show sehen, immer auf sich selbst hören sollten, auf diese innere Stimme. Passt diese Person zu dir? Nicht jeder wird dich mögen, James. Nicht jeder wird dich mögen. Was dir resoniert? Weil es so lustig ist, Alex, sage ich das. Denselben Begriff die ganze Zeit. Ich sagte zu all meinen Schülern, ihr könnt so viele Bücher lesen oder so viele Menschen sehen, wie ihr wollt. Was mit euch als Wahrheit resoniert, nehmt es. Aber wenn nicht,
werft es weg, sogar bei mir. Wenn das, was ich sage, resoniert, großartig. Wenn nicht, dann lass es sein. Wir müssen diese Entscheidung selbst treffen. Müssen wir. Antworten finden wir nicht bei anderen, sondern in uns selbst. Alle Antworten liegen in uns. Wir nehmen Zeit, um zuzuhören und die innere Stimme zu hören. Es wird uns besser gehen, wenn wir uns selbst zuhören. Aber James, ich will nur eine Pille nehmen und erleuchtet werden. Ist das nur eine Pille? Ich nehme auch 2, wenn es 2 braucht. Oh, ich will einfach nur erleuchtet sein. Ein Teil meiner Arbeit mit meiner Schule, mit, wissen Sie, angehenden Medien, ist ein 6-monatiger Kurs und ich sage, Sie müssen im Entwicklungskreis sitzen. Ein Teil meiner Entwicklung als Medium bestand darin, 7 Jahre lang in der Stille zu sitzen, jeden Dienstagabend, bevor ich überhaupt eine Botschaft weitergeben würde. Ich finde, dass der Entwicklungsteil meiner Medialität der unglaublichste war. Es geht nicht nur um Botschaften übermitteln, sondern um spirituelles Wachstum, die Beziehung zu deiner eigenen Seele und die Art und Weise, wie du dich selbst und die Welt anders betrachtest. Es ist dieser Entwicklungsteil, dieser Fortschritt, der wirklich der spaßige Teil davon ist. Der am meisten erleuchtete und entwickelte Teil, das Mediumsein, kommt später. Das ist das Endergebnis. Aber wirklich wichtig ist die Entwicklung. Jeder Mensch sollte sich Zeit nehmen, sein Selbstbewusstsein zu entwickeln, denn dieses Selbstbewusstsein, das meine Seele hat, ermöglicht es mir, dein Leben aus der Perspektive meiner Seele zu betrachten und durch das Leben zu gehen. Es ist lustig, weil Leute, ich spreche mit vielen anderen Podcastern, die mich in ihre Shows einladen wollen und ich rede mit ihnen und sie sagen, Mann, ich habe gerade meinen Podcast gestartet. Hast du Tipps? Und ich sage, mach etwa 1500 Episoden über die letzten 8 Jahre zu verschiedenen Themen und Dingen und du wirst besser werden. Aber die Leute wollen einfach nur, ich will einfach auf YouTube springen und Mr. Beast sein und 100 Millionen haben. So funktioniert das nicht. Selbst jemand wie Mr. Beast, der übrigens der größte YouTuber der Welt ist und viele Menschen beeinflusst und mit seiner Philanthropie und ähnlichen Dingen hilft, er macht das seit 15 Jahren. Er hat angefangen, als er etwa 12 war. Er ist immer noch in seinen mittleren 20ern, um Himmels Willen. Aber er hat so früh angefangen und er hat einfach weitergemacht und weitergemacht. In diesem Bereich nutze ich Podcasting als Beispiel oder jemand wie Michael Phelps, der so ein guter Schwimmer ist. Viele tausende Stunden war er im Pool. Genauso. Spiritualität, kennst du die vielen starken Grundlagen? Es muss eine so starke Grundlage geben. Genieße einfach die Reise. Genieße sie. Wie deine Arbeit. Du hast hart gearbeitet, um hierher zu gelangen und gibst nicht einfach auf. Ich auch nicht. Etwas hinzuschmeißen, das ist nicht unser Stil. Es steckt Bedeutung und Energie dahinter. Hinter dem, was wir tun, steckt ein Bewusstsein. Es geht nicht nur darum, so viele Follower wie möglich zu bekommen. Es gibt ein Bewusstsein. Du gibst den Menschen etwas und das ist ein großer Unterschied, denn ich weiß, dass es viele Influencer oder YouTuber gibt, die einfach nur berühmt sein und all diese Follower und Influencer haben wollen. Wirklich, was nützt das? Wenn du nicht das Material hast, hast du keinen Inhalt. Du musst dieses starke Fundament und den Inhalt haben. Ansonsten ist es belanglos. Nein, alles dreht sich um das Ego. Selbst Leute, die mit mir sprechen, sehe ich mich nur als Vermittler, nicht als Anführer oder ähnliches. Das ist alles. Ich betrachte mich nicht als Führer, sondern als jemanden, der vermittelt. Ich habe Mitleid, weil das, was mit dieser Show passiert, ich habe keine Kontrolle darüber. Genau wie bei vielen Dingen, die in deiner Karriere passiert sind, gibt es absolut keine Möglichkeit, dass du die Hebel betätigt hast, um Dinge geschehen zu lassen. Türen öffneten sich einfach. Menschen tauchten in deinem Leben auf. Also wenn du dich dieser Energie hingibst und einfach sagst, okay, ich habe hier keine Kontrolle, ich muss arbeiten, ich muss erscheinen, ich muss die Arbeit machen, aber ich habe es nicht unter Kontrolle, das befreit dich. Wissen, aber es hört nicht auf. Alex, was du sagst, du und ich stimmen so sehr überein, es ist wie dasselbe. Gehirn hier. Ich denke auch nicht nur ein Gefäß, sondern wir sind Spiegel für andere Menschen. Wir sind die Spiegel, die reflektieren. Also sind wir Spiegel für sie. Manche Leute sagen, oh, du hast das gemacht, es ist so gut. Nein, du hast es getan. Ich bin nur ein Spiegel dessen, was du hast. Ich reflektiere nur deine Gaben. Ich bin hier, um zu spiegeln, was du bist. Ich bin nur ein Spiegel. Und ich denke, das tun wir auch. Nicht nur Gefäße, sondern wir reflektieren das Beste, die Möglichkeiten und das Potenzial der Seelen. Ich stimme dir voll und ganz zu, mein Freund. Bevor wir gehen, James, haben wir schnell gesprochen. Ich weiß, oder? Wir könnten stundenlang reden. Wirklich? Du wirst zurückkommen. Keine Sorge, du wirst zurückkommen. Ja, es ist großartig. Also, wir haben so viel über diese Konflikte und die Dinge, die in der Welt passieren, gesprochen und all das. Ja. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, was die andere Seite dir sagt? Was in den nächsten Monaten, in den nächsten 6 Monaten, im nächsten Jahr passieren wird?
gut, schlecht oder gleichgültig. Sicher. Bestimmte Dinge sind verborgen und können nicht alles offenlegen, was vor sich geht. Aus dieser Perspektive denke ich, dass es im November, Dezember zu großen Konflikten kommen wird. Das denke ich wirklich. Ich glaube, es wird einen dritten Weltkrieg geben. Das glaube ich wirklich. Ich denke nicht, dass er so groß sein wird, aber ich denke, es wird den Begriff Dritter Weltkrieg geben. Ich denke, es wird passieren. Das tue ich. Ich werde kein Extremist sein, aber es fühlt sich an wie eine Reinigung. Etwas wird passieren. Etwas wird geschehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten im Land involviert sein werden. Ob es in LA, Chicago oder New York ist, es wird in einer dieser Städte etwas passieren. Es fühlt sich unvermeidlich an. Ich hatte einfach das Gefühl, dass da etwas passieren wird. Ich denke, es wird eine sehr andere Welt sein. Ich denke, bis Februar 24 wird es eine sehr andere Welt sein, als wir sie kennen. Als Covid kam, war das eine andere Welt. Trade Center, das war eine andere Welt. Etwas in dieser Größenordnung wird passieren müssen, weil es wird alle aufwecken. Ja. Aber ich denke auch, wenn großartige Dinge aus solchen Konflikten entstehen, ist es auch eine Gelegenheit für die Menschen, wieder Liebe, Mitgefühl und Heilung zu zeigen und ihre Denkweise zu ändern. Unsere Denkweise als globale Präsenz zu ändern. Es wird uns dazu zwingen und es wird unsere Denkweise verändern. Es zwingt das Paradigma, auf dem wir uns befinden. Es wird uns zwingen, unsere Denkweise zu ändern. Und ich denke, manchmal müssen Dinge passieren, damit sich das entwickelt. Wir müssen uns so entwickeln. Diese Dinge müssen passieren, damit wir uns entwickeln. Also Jim, wie bei den Geisterflüstern, könnten wir mit Angst starten. Ich muss mit Liebe enden, Sir. Also, was optimistisch. Was wird am Ende dieser nächsten Phase, die wir durchlaufen werden, passieren? Denn hoffentlich ist das alles zum Besseren. Es wird hart. Es ist immer besser, aber wir können es nicht sehen, wenn wir mittendrin sind, oder? Also, es wird besser. Ich denke, es wird ein stärkeres Gefühl der humanitären Verbindung geben. Ich denke, sogar soziale Medien sind. Wir können in Minuten mit einem Land auf der anderen Seite der Welt verbunden sein, was vorher nicht möglich war. Also denke ich, dass es mehr von dieser Verbindung mit einer globalen Gemeinschaft geben wird, als wir je zuvor hatten. Und ich denke, es wird viel mehr Verständnis für verschiedene Wege geben. Ich denke auch, es wird eine andere Art von Regierung geben. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Eine neue Art des Regierens. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich denke, das wird passieren. Und ich denke, es wird mehr humanitäres Bewusstsein geben. Ich glaube wirklich, dass das passieren wird. Wirklich. Ich denke, es wird eine Veränderung bei den Grenzen, den Landesgrenzen in irgendeiner Weise geben. Ich sage nicht wo, ich weiß es nicht, aber es wird diese Veränderung geben. Aber ich denke, es wird mehr Verbindung geben, einander verstehen. Und ich denke auch, dass es Veränderungen in den Religionen geben wird. Wir sprechen über Religion. Ich denke, dass große Veränderungen bevorstehen, denn es geht um Evolution. Die Seele entwickelt sich weiter und die Seelengruppe auf dieser Erde muss sich ebenfalls weiterentwickeln. Wir schreiten nicht zurück. Wir entwickeln uns. Schauen wir auf diesen Punkt. Wir werden uns weiterentwickeln und ich denke, es wird mehr Verständnis geben. Vor Jahren hatten wir eine weiße und eine schwarze Person. Oh, das war seltsam. Erinnerst du dich an den Zirkus? Das konntest du nicht haben. Gott bewahre. Rassen. Oh mein Gott. Alles hat sich so sehr verändert. Ich denke, es wird mehr Diversifizierung und Verständnis geben. Wir bewegen uns in diese Richtung. Es braucht etwas Zeit, aber wir bewegen uns auf die Einheit aller zu. Willst du eine lustige Geschichte hören? Es geht um die alten Zeiten. Als ich in Italien war, Medellin, besuchte ich verschiedene Kirchen, weil ich es liebte. Du gehst einfach durch Italien und jede kleine Stadt hat die schönsten, kunstvollsten Kirchen, die du je gesehen hast. Überall. Es gab auch Kirchen, in die man nicht konnte. Meine Frau trug zum Beispiel ein ärmelloses Shirt oder Shorts und sie musste sich in etwas einwickeln, um hineingehen zu können. Und ich saß da und dachte, sind wir nicht im Jahr 2023? Was passiert hier? Es war so altmodisch und archaisch. Nicht nur aus kultureller, sondern allein aus religiöser Sicht darfst du die Schulter oder Beine einer Frau nicht zeigen. Warum? Weil es einen Mann verführen könnte. Wirklich? Es waren andere Frauen im Raum, nicht als Gruppe, einfach so bizarr für mich. Und sie würden wie Schals verteilen oder es gäbe Leute, die dort Schals verkaufen. Offensichtlich war es einfach eine Modeerscheinung. Was ist mit der Burka, die das Gesicht bedeckt? Nun, ich bin nur im christlichen und katholischen Raum, es sei denn, ich gehe darauf ein. Ich weiß. Aber wie du gesagt hast, das ist alles, was sie wissen. Das ist alles, was sie wissen. Und ich denke, das ist der Grund, warum diese Gespräche so wertvoll und so wichtig sind. Und es ist mein Ziel und meine Mission, sie so vielen Menschen auf der Welt wie möglich und in so vielen Sprachen, so vielen Kulturen zugänglich zu machen. Denn sobald man diese Art von Informationen in jene Bereiche bringt, die
es nicht besser wissen, nein, die nichts anderes kennen, beginnt man zumindest Samen zu pflanzen, die sie zum Nachdenken anregen. Es bringt sie zum Nachdenken, genau. Es bringt sie dazu, innezuhalten und nachzudenken. All diese Infos könnten für sie völlig neu sein. Was reden diese Leute da? Da muss doch etwas dran sein. Lass mich das überprüfen. Lass uns das verstehen. Ich denke, es pflanzt Samen und das ist alles, was man tun kann. Ich kann diese Samen weltweit sehen und einige werden sie bekommen, keimen lassen und dadurch ihr ganzes Leben öffnen. Und, Alex, ich muss dir das erzählen. Gerade habe ich darüber geschrieben, als ich anfing und mir wurde gesagt, ich ging zu einem Medium, als ich 20 war. Er sagte, du bist hier, um das Bewusstsein des Planeten zu verändern. Ich dachte, was? Er sagte, ja, du wirst das Bewusstsein des Planeten verändern. Und ich sagte, ich will nur Sitcom-Autor werden, als ich nach LA zog. Aber ich muss dir etwas sagen. Es ist passiert. Und ich wusste nicht wie, aber es gibt einen größeren Plan. Und wenn ich das hätte tun können, weil ich das Bewusstsein für Medialität und Spiritualität in diesem Bereich gebracht habe. Es hat die Welt dafür geöffnet, sei es mit Larry King oder anderen Shows, die gemacht wurden und anderen Medien, die es getan haben. Es hat das Bewusstsein verändert. Es hat den Raum geöffnet. Und das zeigt mir, dass du natürlich genau dasselbe tust. Ich möchte betonen, dass ich deine Arbeit ehre, weil du sie mit dem richtigen Inhalt, den richtigen Ideen, Liebe, Mitgefühl, Lehre und Weisheit ausführst. Das ist gut, das ist eine gute Sache. Ich bin überzeugt, dass du sehr erfolgreich sein wirst, ich denke. Du wirst sehr gut abschneiden und auch weitere Shows machen. Ich schätze das, Julie. Wo können die Leute mehr über dich und deine großartige Arbeit erfahren? Sir, Sie können auf meine Website gehen, vanprog.com, vanprah.com. Und ich habe auch eine Schule, die sehr engagiert und aktiv ist, mit 45 verschiedenen Kursen zu unterschiedlichen Themen. Das ist die JVP School of Mystical Arts. Ich arbeite täglich damit, also können Sie mich auch dort finden. Und ich mache immer noch Abende mit spirituellen Botschaften. Und das finden Sie unter vanprog.com. Dort finden Sie alles. Haben Sie abschließende Botschaften für das Publikum? Ja, versuche Gott in jedem zu finden. Wenn es einen Konflikt gibt und der Vorhang sich öffnet, suche das Gute im Schlechten, das du als schlecht empfindest. Suche das Gute. Das ist der erste Schritt. Denke mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. James, ich schätze es sehr, dass du wieder in der Show bist. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Gleichfalls, mein Freund. Danke, Alex. Ich schätze es. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.